Hey, what's up, guys? Wir sind hier im wunderschönen Zuhause von Nur Liebe Menschen, aka Wing Ying, wie sie in Wirklichkeit heißt. Aber wir konzentrieren uns heute mal nicht nur auf Tattoos, sondern auf Essen. Das ist das geilste Interview, das wir je gemacht haben. Nochmal vielen, vielen Dank für deine Einladung hier. Sehr gerne. Hyped as fuck. Was machen wir heute? Wir machen heute Udon-Suppe. Vegan. Weil vegan ist gut. Nein, Spaß beiseite, ich bin seit einiger Zeit Veganer und Wing Ying nimmt darauf große Rücksicht, was ich sehr, sehr dankbar entgegennehme. Und ich muss sagen, ich bin ein furchtbar schlechter Koch. Deswegen, Bist du das? Weißt du, was peinlich ist? Ich habe während Corona das erste Mal in meinem Leben gekocht. Ach Quatsch. Und ich bin 31 Jahre alt. Ach Quatsch. Deswegen, du sagst mir, was zu tun ist, was ich machen soll. Also, die Lauchzwiebeln müssen geschnitten werden. Aber das muss ganz dünn sein. Nee, ich mach das. Okay. Das sind chinesische Brokkolis. Die kannst du bitte waschen. Alright, das kriege ich gerade noch hin. So, wie geht's dir heute? Ich meine, du hast dein eigenes Studio, du hast 2 Kinder, du schmeißt hier deinen Haushalt, dein Mann ist Musikproduzent und auch ständig busy und unterwegs irgendwelche verrückten Dinge machen. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich weiß nicht, ich mach's einfach. Meistens ist der Tag sehr lang und dann bin ich kaputt, aber es funktioniert. Ich meine, wie machst du das mit deinen Designs? Du tätowierst mir mich morgen, ne? Ja. Das schauen wir uns dann noch mal ein bisschen genauer an. Aber normalerweise, wenn du jetzt dich auf den Tag morgen vorbereiten würdest, zeichnest du morgen oder heute schon? Nee, das ist dann so, ich komme von der Arbeit, koche dann halt für alle und dann bringe ich die Kinder ins Bett und so gegen 9 Uhr fange ich an zu zeichnen. So wie jetzt. Okay, verrückt, das ist crazy Fulltime-Job. Aber das ist das, was man beim Tätowieren oft nicht sieht. Weil viele denken dann, ey, okay, ein bisschen hinsetzen, ein bisschen was zeichnen, tätowieren, zack, zack, es ist erledigt. Aber es ist noch viel, viel Arbeit im Background, um die man sich kümmern muss. Ja, wenn das Design steht, dann braucht man ja nur noch tätowieren. Also ich finde, das Design macht viel mehr aus als das Tätowieren selber. Wie hast du denn angefangen zu tätowieren? Ich habe angefangen per YouTube und Google. Echt? Wie lange ist das her? Ganz kurz Disclaimer, don't try this at home. Ihr fangt mit YouTube und Google. Also ja, stimmt. Also ich habe schon sehr ordentlich recherchiert. Wann habe ich angefangen? 2017 habe ich dann tätowiert. 2016 habe ich mich entschieden und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Was hast du davor gemacht? Ich komme eigentlich aus der Gastro. Ich habe das 15 Jahre lang gemacht. Deshalb koche ich eigentlich auch. Und dann habe ich der Gastronomie den Rücken zugekehrt und gesagt, okay, ich habe die Schnauze voll, ich mache was anderes. Aber wie kam der Gedanke zu tätowieren? Ne? Ich habe Kommunikationsdesign studiert und dann wollte ich aber nicht in eine Werbeagentur und plötzlich war diese Idee da und dann musste sie, ich muss weinen wegen den Zwiebeln, sorry. Und irgendwie war das Tätowieren halt da und dann habe ich meinen Weg gesucht. Aber hast du dann direkt mit deinem eigenen Studio angefangen oder erstmal woanders gearbeitet? Nee, ich habe erstmal mir das Ganze beigebracht und dann habe ich mich in einem Studio beworben und dann habe ich in diesem Studio ein Jahr gearbeitet. Und dann kam eine Freundin zu mir und hat gesagt, du, mein Mann will sein Büro aufgeben, willst du das haben? Und dann habe ich gesagt, eigentlich wollte ich das noch nicht, aber ja, lass mal gucken. Und dann hatte ich mein erstes Studio. Das ist jetzt das, wo wir morgen sind? Oder ist das zweite Studio. Das ist das zweite Studio schon? Genau. Seit wann hast du das? Das habe ich seit letztem Jahr Juli. Okay, verrückt. Ist auch ein wunderschönes Studio. Ich freue mich da schon sehr drauf morgen. Oh, ich muss weinen wegen den Zwiebeln. Und ich habe schon richtig Hunger. Ich jetzt, wo auch. ich hier gerade alles sehe. Wir haben 8 Uhr. Und jetzt, wo ich sehe, wie detailliert und liebevoll du das Essen zubereitest, freue ich mich umso mehr aufs Tattoo und aufs Essen. Ich hoffe, das Essen schmeckt. Ich ums Tattoo. Und da bin ich mir sicher. Was sind so Horror-Klein-Stories, die du erlebt hast? Ich meine,
jeder von uns kennt diese Stories. Ja, das Schlimmste ist einfach, wenn die Kunden total unsicher sind und Angst haben, dass das nicht gut aussieht. Aber das liegt dann nicht am Motiv, sondern es liegt an den Personen. An dir als Person oder als... Bei denen, also so, denen kann man einen Vorschlag machen und das ist egal, ob das gut ist oder nicht gut und dann sind die unsicher und dann haben die quasi eigentlich schon noch nicht entschieden, die wollen wirklich ein Tattoo und wenn das dann rüberkommt, ist schwierig. Ja, okay, krass. Und, aber wenn jemand so unsicher ist, hat er dann trotzdem den Termin schon bei dir? Dann bist du dann schon ready zum Stechen und sagst, ja, okay, komm, wir machen jetzt. Und ja, das sind halt so Extremfälle. Meistens habe ich ein Beratungsgespräch und rede wirklich mit denen, um rauszufinden, was sie haben wollen. Und wenn sich dann da rausstellt, okay, warte mal, du bist noch nicht so weit oder entscheid dich erstmal oder ich gebe denen, okay, überleg mal 2 Wochen und dann reden wir weiter, dann kommt das so peu à peu. Aber die müssen schon überzeugt sein, dass sie das haben wollen. Wie bist du auf deinen Style gekommen? Es ist einfach so gekommen. Ich habe mit kleinen Sachen angefangen und wurde durch das Studio, durch die Anfragen geformt und habe auch solche Anfragen bekommen und sowas auch gepostet und Werbung dafür gemacht. Also kam halt immer mehr in diese Richtung. Klein, süß oder realistisch oder... Was machst du am liebsten? Die Mischung ist es. Die Mischung, also Realismus mit ein bisschen Feinlein drumherum. Genau, und das Verspielte, Illustrative und dann... Ja, die Mischung, auch Letterings. Finde ich total schön. Wenn die dann schön gesetzt sind. Definitiv. Schöner als ein Blatt Papier. Ich finde, Lettering wird voll unterschätzt. Manchmal wird das so ein bisschen hingeworfen. Naja, das ist halt so ein Schriftzug oder so. Nee, überhaupt nicht. Aber da kann man richtig nice Sachen draus machen. Kannst du das? So nichts tun? Weil das fällt mir zum Beispiel unglaublich schwer. Ich muss mich dazu zwingen. Und dann mache ich das. Dann lasse ich alle Sachen da und gehe woanders hin und dann dann mache ich nichts. Es geht. Selten, aber muss sein. Ist ungesund sonst. Aber das ist halt so, ja, innere Ruhe als kreativer Mensch ist immer ganz schwierig. Gib mir auch irgendwas zu tun. Ich fühle mich richtig schlecht, wenn ich nur daneben stehe. Wasch das bitte. Und warte, du musst das in diesen Sieb reintun. Zuerst? Ja, und dann Wasser drüber laufen lassen und dann massieren, damit so ein Gelee dann so rauskommt. Das nimmt die Schärfe ein bisschen weg. Aber wir wollen es doch scharf haben, oder? Nee, ein bisschen milder. Okay. Ey, ihr habt auch so geiles Equipment hier in der Küche einfach. Da macht mir sogar Kochen Spaß. Vielleicht liegt es einfach an meiner scheiß Küche zu Hause, die ich noch nie gepflegt habe. Weswegen ich nicht koche. Obwohl meine Küche eigentlich auch okay ist. Nicht so fancy Equipment, das ist richtig nice. So. Dann musst du die Lauchzwiebeln ausquetschen. Oh, ich habe den Wakame vergessen. Was ist das? Algen. Du kochst jeden Tag für deine Family? Fast. Manchmal habe ich so viel zu tun, dass ich dann zum Italiener gehe. Was darf ich jetzt machen? Du kannst den Tofu schneiden, so wie du magst. So wie ich ihn mag. Aber klein. Alles andere suchst du aus. Meinst du klein in Scheiben oder? Also ich wollte das mit diesen chinesischen Brokkolis zusammen braten gleich. Das bedeutet? Warst du schon mal im China-Restaurant? Thai. Also ja, aber ist egal, die haben ja immer so Gedönse gemischt. Ja. Und so ein Teil davon ist das. Ja, genau, aber wie schneide ich das dann für Ist dich am wurscht. besten? Okay. Machst du einfach. Mach ich einfach. Und als du wieder aufmachen durftest, ist es auch gleich wieder angelaufen? Ja, ich hatte vorher schon ein paar Termine gehabt, die musste ich einfach nur umorganisieren. Das war ein bisschen tricky, weil das halt eigentlich wenig Zeit war. Aber es hat geklappt. Internet sei Dank. Dieses verrückte Internet. Du hast ja bei dir im Portfolio ganz viele eigenkreierte Charaktere und Mannequins. Vielleicht blenden wir die jetzt auch kurz im Video mal ein. Die Nüsselmenschen. Wie nennst du sie? Nüsselmenschen. Die Nüsselmenschen. Erzähl mir ein bisschen was zu denen. Wie kam die Idee dazu? Die Idee kam einfach so aus einem Sketch heraus. Und da war eine Freundin da und dann hatten wir Prosecco getrunken und haben rumgesponnen.
Und dann war die Erdnuss, hatte dann ganz viele Geschichten. Und dann waren wir quasi die Peanut Gang. Und den Namen hatte mein Sohn gegeben, weil als er irgendwann so eine Figur gesehen hat und dann hat er einfach Nüsselmensch dazu gesagt. Und dann habe ich mich so sehr in diesen Namen verliebt, also Nüsselmensch. Gab es irgendwann mal in deiner Tätowierkarriere so eine Tiefpunktphase, wo du entweder gedacht hast, wow, jetzt mir fällt gerade gar nichts mehr ein, ich habe keinen Bock zu zeichnen oder keinen Bock mehr aufs Tätowieren oder so? Manchmal immer mal wieder. Also jedes Motiv ist manchmal ein Prozess, der auch diese Phasen durchläuft. Mir fällt nichts ein, oh Gott, die Muße küsst mich nicht und kein Bock mehr, ist sowieso nicht schön. Und dann hinterher ist das dann cool und dann freuen sich die Kunden wieder und dann war das eine sehr schöne Session. Aber manchmal ist dann halt dieser komplette Prozess mit dabei. Was machst du, wenn dich so ein Zweifel überkommt? Entweder lasse ich die Sachen liegen und gehe tanzen und singen und dann gehe ich wieder dran und entweder braucht es eine Pause oder ich ziehe das dann weiter durch, bis es dann irgendwann sitzt. Finde ich nice. Hattest du safe schon mal die Situation, du hast was designt, warst davon selber extrem überzeugt und dann zeigst du es deinem Kunden am nächsten Tag und der feiert es einfach null. Klar. Was machst du dann? Entweder Neudesign, zusammen Neudesign. Möglichkeiten gibt es ja. Ich meine, Tattoo-Termin heißt ja nicht, also wenn das Motiv nicht sitzt, dann machen wir das halt beim nächsten Mal. Sehr human von dir. Nee, ich merke, du hast so eine sehr große Liebe dazu und dir liegt auch sehr viel daran, dass der Träger damit extrem happy ist. Ja, auf jeden und Fall. sich damit identifiziert. Es ist schön, dass du dir so viel Zeit dafür extra nochmal nimmst. Das stimmt, das ist nicht typisch, ne? Es gibt ja ganz viele Tätowierer, die dann so, ey, du musst das nehmen, ansonsten hau ab. Das Ding ist, als Tätowieren ist ja heute ganz anderes Business. Ich meine, das, was wir alle machen in unserem Metier, das ist ja schon mehr Kunst beziehungsweise eine Mischung aus Dienstleistungen, Stilmix des einzelnen Künstlers. Deswegen sucht man sich ja einen bestimmten Künstler aus. Aber du hast ja auch ganz viel so einfach, ich meine, das hat seine Daseinsberechtigung, aber so Fließbandstudios, wo einfach rein, boom, römische Zahlen, raus, rein, boom, Unendlichkeitszeichen, raus. Gibt es Motive, auf die du grundsätzlich ablehnen würdest, wo du sagst, nee, mache ich auf keinen Fall? Mandalas. Mandalas? Mhm. Boah, wie fancy ist das? Ach so. Jetzt gib mir mal Background. Hol mal aus, bitte. Hier auch Scheiben schneiden einfach, oder? Wie möchtest du? Ja, geschält und Scheiben schneiden. Meine Eltern sind nach Holland ausgewandert und dann haben sie mich bekommen und als ich 1,5 Jahre war, sind die dann nach Essen gezogen. Und dann hatten sie da ein China-Restaurant und da bin ich zur Schule gegangen, habe mein Abi gemacht, studiert habe ich in Bochum, BWL. Was sonst? Und Sinologie. Und was? Und Sinologie, das ist Chinesisch. Also chinesische Schriftzeichen und dann auf Chinesisch Politik und Wirtschaft. Du hast es ja ganz einfach gemacht. Ja, es war total langweilig. Ich war eingeschrieben und habe halt hauptsächlich nur gearbeitet. Das war eine ziemlich coole Zeit. Und dann bin ich nach Düsseldorf gekommen. Oh, tolle Scheiben machst du. Dafür, dass du... Nee, wirklich. Hier, ein Nudelstern. Gut gemacht. Ja, die sehen super aus. Feierst du gerne? Ich habe früher sehr gerne gefeiert. Elektro. Aber ich bin jetzt Mama von 2 Kindern, bin alt. Da macht man sowas nicht mehr. Alt, klar bin ich alt. Ja, doch auch. Wie alt bin ich? 26. Oh, süß, danke. Ich bin 40 geworden dieses Jahr. Du bist verarsch mich doch nicht. Also, ich sehe älter aus als du. Komm her. Ich habe 2 Kinder, hatte schon 15 Jahre Gastro. Bin schon etwas älter. Daher kommt auch die Gelassenheit bei dir. Also, das ist einfach Lebenserfahrung. Ja, tatsächlich. So. Das Gemüse ist fertig. Nice. Tada!
Perfekt. Boah, ich freue mich schon richtig aufs Essen. Ich freue mich auch schon übertrieben morgen auf das Tattoo. Ich danke dir vielmals für die Einladung in dein wundervolles Zuhause. Herzlich willkommen.